Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Ihr seht schon, ich muss das Licht benutzen vom iPad. Bin ein bisschen spät mit der Sendung, hier geht die Sonne früh unter. Ich nutze immer das Außenlicht, Mensch. Aber lasst mich hier erstmal euch willkommen heißen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und das sind die frisch gepressten Themen. Das erste Thema ist Lufthansa ITA Airways Wachstum, Intercon-Strategie, Joint Venture. Da wird die Flotte ausgebaut. Der Beef mit Michael O'Leary und Elon Musk nimmt neue Züge an. Es gibt auf Twitter eine Abstimmung, ob er jetzt quasi Ryanair kaufen soll oder nicht. Dann haben wir ein unstilles Thema Gewalt an Bord. Täter plädiert schuldig nach Angriff auf American Airlines Crew und vermeidet damit eine Haftstrafe. Müssen wir uns mal den Fall angucken. Und SAS Eurobonus 25% Award Discount und eine Meilenentwertung bei Qantas. Auch wieder ein Thema, weil ein oder andere bei Qantas sammelt und da halt Gas gibt. Ihr denkt wie immer daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Habe ich das schon gesagt, aber kommt aufs Cool. Das Thema 1 ist Lufthansa ITA Airways, Wachstum, Intercont-Strategie und natürlich auch, was da mit dem Transatlantic Joint Venture A++ passiert. Lufthansa hält ja an der ITA Airways 41%, 90% kann man in 2026 komplett bekommen, also man kann es erhöhen. Die spätere Komplettübernahme ist natürlich auch bei Lufthansa möglich. ITA erreicht aktuell 100 Flugzeuge, Lufthansa plant aber ab 2026 ein aggressives Wachstum. Pilot- und Crew-Hiring, 100 Piloten und 400 Flugbegleiter sind gesucht. Der Grund ist natürlich, dass man eine neue Flottenstrategie hat. Das heißt also, hat statt ein Langstreckenjet jetzt pro Jahr 2. 2026, 2027. Ziel sind bis 2030 30 Langstreckenjets. Im Moment sind es 20, die man aktiv hat. Ausbau der Intercont-Geschäfte als Kernertragsquelle. Und jetzt ist es so, dass man auch die Option haben möchte, dass man die Retro-Livery von Alitalia haben möchte, also im Stil der 60er Jahre. Das finde ich sehr schön. Ich finde Alitalia cool. ITA 2025 ist natürlich vermutlich operativ leicht im Plus, aber ca. 100 Millionen Nettoverlust. Gehaltsforderungen der Gewerkschaften laufen auch in Italien, also da hat man auch eine Baustelle offen, was mit Personal ist. Lufthansa will die ITA ja in das A++ Transatlantic Joint Venture integrieren. Da sind ja United Airlines und Air Canada schon drin. Lufthansa selber natürlich auch. Die Kartellfreigabe wird im November 2026 für das Joint Venture erwartet. Und man möchte zusätzlich eine neue Route machen, das wäre Newark, weil da ja United Airlines Hub ist und zusätzlich JFK. Also insofern dort ein interessanter Mix. Und der Kollege Jörg Eberhard, der als ITA-Chef ist, auch ganz aufgeregt, weil er die ganzen Leute haben will, Wachstumsstrategie fährt. Und er sagt, man arbeitet an einem neuen, ehrgeizigen Plan. Die Sonderlackierung könnte Alitalia Merkmale aufgreifen, insbesondere solche aus den 60er Jahren. Ich bin mal gespannt, was da passiert und wie sich das dann anfühlt. Ja, wie sehr wird eine Integration in die A++ Joint Venture ITA Airways im Transatlantikmarkt tatsächlich helfen? Und gefährdet das langfristig die Eigenständigkeit der ITA? Also insofern auch eine bessere Anbindung an Frankfurt vom Konzern. Ihr könnt ja die Frage des Tages beantworten und könnt da ja mal reinschauen als Airline-CEO im Armchair-Business und könnt da eure Meinung zu sagen. Genauso wie ihr auch die Meinung zum nächsten Thema sagen könnt, Elon Musk versus Michael O'Leary oder Ryanair, Schlagabtausch und Kaufumfrage ist das betitelt. Elon Musk und Ryanair-Chef Michael O'Leary liefern sich ja eine öffentliche, nennen wir es ruhig, Beschimpfungsorgie, Schlacht, egal wie man es nennen möchte. Und es geht halt im Prinzip darum, dass Michael O'Leary gesagt hat, Starlink wäre, ich breche es jetzt mal runter, ne? Das hat er ja so nicht gesagt, aber ist scheiße. Also einmal natürlich, weil der Mehrverbrauch von Kerosin angeblich 250 Millionen kostet und dass seine Kunden das nicht haben wollen. Und jetzt startet Musk auf X eine Umfrage, ob er Ryanair kaufen soll.
75% stimmen dazu, aber natürlich muss man wissen, Elon Musk ist alles andere als europäisch. Er ist von Haus aus Südafrikaner und ist Naturalized American Citizen, also das heißt, er ist eingebürgert worden, hat also mit Europa nichts zu tun. Also könnte er das gar nicht, weil er muss halt, also eine Mehrheitsbeteiligung oder jemand, der eine Mehrheitsbeteiligung an einer Fluggesellschaft halten will, muss halt europäisch sein. Lustigerweise ist ja auch so, dass Elon Musk gesagt hat, ich kaufe die Bude und schmeiß den O'Leary raus. Also da ist anscheinend Beef. Ich weiß nicht, ob das gespielt ist oder was da los ist. Kann auch eine geile Marketingaktion sein. Aber wenn man sich das halt anguckt, Michael O'Leary sagt, Musk sei ein sehr reicher Idiot, der keine Ahnung vom Fliegen hat. Und dann sagt er auch noch irgendwie, er hat keine Ahnung vom Widerstandskoeffizienten. Und Elon Musk sagt halt, O'Leary ist ein Idiot, der gefeuert werden sollte. Und wir müssen natürlich sagen, ist das jetzt nur Spaß oder ist das wirklich ernst? Weil Elon Musk hat ja auch Twitter übernommen, das war ja auch so eine Geschichte. Und Twitter ist natürlich merkwürdig, weil vom Preis her war der Preis für Ryanair weniger als von Twitter. Und er wird ja geschätzt auf 681 Milliarden US-Dollar von Bloomberg und wie die alle heißen in den USA. Allerdings ist sein Vermögen ja Aktienvermögen, das heißt also, er hat das ja nicht bar zu Hause auf dem Tresen liegen oder so, sondern er hat ja die Knete in Aktien in SpaceX und in Tesla, glaube ich, hauptsächlich. Also hier könnt ihr die Zuschauerfrage beantworten. Wie realistisch wäre es überhaupt, dass Musk über Konstrukte, zum Beispiel Minderheitsbeteiligung europäische Treuhänder, das wäre die einzige Möglichkeit, Ryanair teilweise übernehmen könnte und vor allem versteht überhaupt was von Aviation, weil viele Dinge, die in der Aviation sind halt sicherheitsgetrieben und die kann man nicht wirklich interrupten, wie er das so macht. Bin ich mal gespannt. Ein Thema, was immer wieder ein Thema an Bord anscheinend ist Gewalt. Und der Täter entgeht der Gefängnisstrafe. Ein 25-jähriger Passagier greift eine Flugbegleiterin an, und zwar Julius Jordan Priester ist der Name. Er wirft die Flugbegleiterin zu Boden, wirkt sie und drückt sie mit voller Kraft dann auf dem Boden fest. Der Vorfall war am 27. Mai 2025 bei dem Flug American Airlines 3359 von Hartford nach Chicago. Das ist ein American Airlines Flug, aber der wird ausgeführt von Envoy Air, also einem der Subpartner. Und der Täter war halbnackt, schrie, help me, hilf mir, war auf einem Edible, also also die Haschisch zum Essen oder wie das dann heißt, ne? Und da war es dann so, dass er da halt durchgedreht ist. Die Piloten drehten sofort um. Das Strafmaß war 1 Jahr auf Bewährung und $500 Geldstrafe nach Forderungshaft. Trotz seiner Vorgeschichte, er hatte Gewaltdelikte schon gehabt, Schusswaffengebrauch 2023. Eigentlich ist ja die maximale Strafe 20 Jahre Knast und $250.000 Strafe. Aber die Staatsanwälte kritisieren die zu milde Strafpraxis, denn ein anderer Passagier, Delta Flug 3612, bekam kürzlich 18 Monate Haft wegen Morddrohung gegen einen 80-jährigen Flugbegleiter. Wobei ich natürlich die Frage stelle, 80-jähriger Flugbegleiter, das ist ja auch schon wieder schwierig. Ja, also insofern seid ihr der Meinung, dass die US-Justiz künftig härter gegen Gewalt gegen Flugpersonal vorgehen soll, oder bleiben solche milden Urteile eher die Norm? Heißt also, lernen die Leute aus ihren Fehlern. Also ich denke mal, er ist sowieso gesperrt bei den Fluggesellschaften nach der Geschichte, da will keiner mit ihm was machen. Aber da bin ich mal auf eure Worte gespannt. Ein positives Thema in der Aviation ist SAS. Die haben bei Eurobonus 25% auf Rabatt auf Prämienflüge. Skandinavien, Südeuropa, Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, Türkei und Malta. Da gibt es vom 21. Januar bis zum 31. Mai, buchbar bis zum 25. Januar, also halt euch ran. Gute Preise. Economy Class sind 11.250 Punkte, was 25% Rabatt aussagen. Business Class 26.250, also für den einen oder anderen durchaus interessant. Denn die Frage ist, lohnt sich die Business Class bei SAS oder sind die 26.250 Punkte Rabatt im Vergleich zur Star Alliance eher überbewertet? Also da könnt ihr mal sagen, wobei die Business Class lohnt sich schon, weil die haben jetzt eine
echte europäische mit einem freien Mittelsitz. Also insofern vielleicht für den einen oder anderen durchaus doch interessant, wenn man gerade im Norden von Deutschland lebt. Qantas hat beim letzten Thema eine Verschärfung Verschärfung ist immer blöd, Verschärfung ist immer eine Verschlechterung der Meilen gemacht im Bereich der Emirates Awards, weil viele vermessen ja, dass Qantas mit Emirates Airlines ja zusammengearbeitet hat und arbeitet. Qantas-Piloten waren ja massig bei Emirates, um da das Wachstum zu stemmen. Es sind jetzt mehr Meilen nötig für Emirates Awards ab dem 31. März 2026. First Class ist nur noch für Elites, also ab Silber möglich. Das heißt also, man braucht auch Starts, um in die First Class zu kommen, ab 18. Februar. Ist also quasi auch bald. Kinder unter 9 Jahren dürfen ab sofort keine First Class mehr buchen. Die ohnehin hohen Emirates-Zuschläge bleiben bestehen. Wenn man das halt guckt, Sydney, Dubai sind irgendwie 100 sind jetzt 143.000 Meilen. Die neue Award-Chart zeigt teilweise massive Erhöhungen für First Class bis zu 234.500 Meilen für die langen Distanzen, also auch eine krasse Zutat. Und Emirates First Class Rewards will be available only for Silver and Higher Members. Also das heißt, das ist halt etwas, was jetzt auch status-driven ist. Ist das so, dass wir in Zukunft solche Sachen mehr erleben? Swiss hat es ja auch schon, dass man nur als Senator oder Hornstocker in der First buchen darf. Wird das auch so sein bei Lufthansa irgendwann? Wird es bei den Fluggesellschaften umschlagen? Und man muss auch ehrlicherweise sagen, sind das überhaupt noch Awardflüge, wenn die Zuschläge so hoch sind? Das ist ja dann kein Reward mehr, das ist ja einfach nur noch Quatsch. Insofern könnt ihr ja die Frage des Tages beantworten. Wird Emirates dafür für Qantas-Sammler praktisch unbuchbar und welche Alternativen im OneWorld-Universum bleiben für First Class dann realistisch? Weil ja auch viele Fluggesellschaften aus der OneWorld gerade ja keine First Class haben. Finnair hat ja keine zum Beispiel. Also, ihr könnt die Fragen des Tages beantworten und die 2 Fragen, die ihr beantworten könnt oder die ich herausstelle, beantwortet ihr natürlich, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt oder auf School gekommen seid und dort vielleicht beantwortet habt. Und zwar, wie stark verändert das A++ Joint Venture die Zukunft von ITA Airways und gefährdet das die Marke langfristig? Aus eurer Sicht ist so etwas überhaupt zustimmend? Oder ist das halt auch wieder so eine Monopolisierung? Das heißt also, man macht ja die Joint Ventures, um die Preise stabil zu halten und den Wettbewerb etwas vor der Haustür zu halten. Dann die andere Frage ist Emirates First Class für Qantas-Kunden aufgrund der neuen Regel der Preise praktisch tot für normale Kunden? Weil die Frage nach Elon Musk und Michael O'Leary ist es eher im Bereich Folklore, die will ich euch gar nicht stellen. Also insofern, aber wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage natürlich auch machen, ob Elon Ryanair kann. Das ist so eine kurze Frage. Danke, dass ihr heute dabei wart und wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao und bis zur nächsten Sendung.